Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Indie-Month-Projekt. The First Tree. Keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Ich würde einfach mal sagen, ich sage euch noch die kurze Option. Hier so ein bisschen, ne? Das war vorher auf 5, glaube ich. Ja, hab das auf 6 gemacht. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt, aber es sieht schon schön aus. Und ich würde sagen, neues Spiel. Let's go. Bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Sorry. War das laut? Es gibt. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know, it seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Mal so, ich kann die Musik und also ich kann hier nichts einstellen mit Sound. Das ist einfach nur ultra laut, das Spiel. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich den OBS-Sound leiser machen soll. Dafür müsste ich aber mal ganz kurz raustabben. Ich glaube, ich mache das mal. Ich setze den mal auf minus 2,5. Gucken, ob vielleicht ist das besser. Vielleicht ist das ein bisschen angenehmer. Ja, das sieht schon mal auf jeden Fall sehr schön aus, das Spiel. Kann man machen. Ah, die Sunrays. Nice. Sunrays und Lensflare. Wunderschön immer. Kann ich hier hoch? Nur mal so. Zum Testen. Ich muss es probieren. Hallo? Okay, ich glaube, ich kann nicht hier hoch. Ich glaube, ich kann nicht da hoch. Okay. Da liegt was. Oh nein. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Kann ich nochmal die Steuerung sehen, bitte? Ein kleiner Fuchsi. She couldn't stay, though. She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers.
fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Die Musik ist sehr laut. Ich kann den Hasen nicht fangen. Hallo. Und da oben geht's noch weiter, ne? Hier geht's weiter, oder? Alter, die Musik ist so ultra laut. Ich probiere noch runterzusitzen. Ich setze es jetzt mal auf -4 Dezibel. Ja, das ist schon sehr viel eigentlich. Ja, ob das viel bringt, weiß ich nicht. Okay. Die Frage ist jetzt... Sollen wir das alles sammeln? Ich denke mal schon, ne? As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me, so I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Okay. Ich probiere mal alles zu sammeln, so was es so gibt. Ist vielleicht nicht so schlecht. Und da oben geht es auch noch weiter. Deswegen will ich auch mal da gucken gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man mich versteht. Ich habe keine Ahnung. Kann auch sein, dass die Musik einfach zu laut ist. Das kann natürlich sein.
Ich dachte, hier hinten ist noch was. Ich geh mal gerade gucken. Okay, hier ist nichts mehr. Oh, nice. Oh, Alpha-Wand. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier sagen soll. Story ist interessant. Und hier oben haben wir noch was Neues. Mal gucken, was das ist. Eine Ente. Mehr ist hier nicht. Ich glaube nicht. Hilfe! Okay. Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I've pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Okay. Hier ist noch was. Was haben wir hier? Hallo?
Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Da hinten liegt noch irgendwas. Aha. Wir haben hier, glaube ich, alles gesammelt, bis auf da hinten. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier einsammle. Keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan. Blom, blom und blom. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. So, man kann immer diesen Lichtschein sehen. Und da sieht man immer, wo man was holen kann. Vorne ist auch noch irgendwas. Das hole ich auch mal direkt. Hier. Ich glaube, hier muss man eigentlich hin gleich. So, dann gehen wir noch zu dem Wagen da. Da liegt, glaube ich, noch so ein Ding drauf. Jo. Aber an sich sieht das Spiel super schön aus, ne? Die Story ist so ein bisschen, die muss man sich ein bisschen suchen, glaube ich. So, hier hinten waren noch Sachen. Hallo? Baum, lass mich los. Oh, Hasen! Hasen! Hase! Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Da oben. Oh, guck hier. Hey. Mit Chipstüten drin. Sag erstmal Chipstüten. So, da oben sind noch ganz viele Sachen. Ist da unten irgendwas? Nee. Hier ist sonst auch nichts, ne? Ja. Oh, das ist ein Zug. Hier, und ein Bus, ein Schulbus. Ah. Ein sehr großer Schulbus. So, hier sind
neuer Story-Part. Ich glaube, immer wenn man was ausgräbt, ist es ein Story-Part. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Das sind die Verdienstorden seines Vaters wahrscheinlich. Okay. Haben wir noch irgendwo was? Ich kann nichts erkennen. Ich denke mal, das wird alles gewesen sein. Hä? Es wird dunkel. Das war die First Area. Okay. Und schön. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom, so I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ah. Okay. So käme man auch hier hoch. Alles klar. Huch, ich kann nicht springen. Hilfe! Ich bin irgendwie gebackt. Okay. Ich komme mich aber befreien, immerhin. Das sieht so aus, als ob es da weitergehen würde, ne? Oh, da geht's sogar weiter. Scheiße. Ich will noch nicht dahin gehen. Das ist noch nicht mein Ziel. Noch nicht. Später erst. Ich dachte hier, das ist Secret, aber nee, hier muss man wirklich hin. So. Ich hole mir schon mal die Schmetterlinge. Ah, hier ist die Schule. Aha. Police Station, Barbershop, Otter Lake. Okay. Hier ist ein Polizeiwagen.
gibt es wieder eine Erinnerung. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us send a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. So, ich glaube, wir haben alles. Ne, da hinten. Oh, da hinten. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, dafür brauchen wir auch die Schmetterlingsfähigkeit. Ich wünsche nur, wir könnten schneller rennen. So. Die Schmetterlinge, da hinten war noch so ein Stein, da konnte man rauf. Ja, guck mal da oben. Ja, du brauchst auch safe wieder diese Schmetterlinge. Oder? Obwohl. Nee, du kommst hier normal hoch. Du musst hier sogar normal hoch. Anders kommst du gar nicht hier hin. Da ist die Rakete gewesen. Haha. Das ist cool irgendwie, dass der das im Background so erzählt. Okay. So, haben wir alles. Ja, ne? Ich denke mal schon. Ich sehe auch nichts mehr. Dann können wir zurück zu den Schmetterlingen. Und dann würde ich sagen, war das für die erste Folge. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Auch wenn die Musik sehr laut ist, aber da kann ich, wie gesagt, nichts dran ändern.